Servus, hier ist der Joshua Kimmich. Serge Gnabry und wir schauen uns heute die Europapokal-Endspiele des FC Bayern an. Es wurde ein bisschen gefühlt mannorientierter gespielt. Wobei wir heute auch wieder teilweise dahin zurückkehren, vor allem im hohen Pressing. Aber da hat man schon das Gefühl, ja, dass wenn du halt im Dribbling bist, dann attackiert dich einer und der andere, der versucht sich frei zu laufen, der andere versucht den zu decken. Also es ist immer so viel so ein Mann gegen Mann. Und mit einem Doppelpass konnte man schon ein bisschen was überwinden an Raum. Klar, Beckenbauer erkennt man natürlich so vom Stil, vom Gang, wie er den Ball dann führt oder über den Platz führt. Ja, super Wolle. Einfach wirklich ein krasses Tor. Ja, das war echt schön. Generell viele Chancen im Spiel, muss ich sagen. Die Torhüter haben halt schlecht gehalten. Also das, was ich da jetzt kurz gesehen habe, waren ein paar gute Reflexe dabei. Es ist selten bei uns, dass man nicht angegriffen wird und einfach ein bisschen rennen kann. Würde ich schon sagen, das wäre manchmal schon ganz schön fein. Ich glaube, gerade als Offensivspieler, die Dribblings damals sehen echt immer sehr, sehr gut aus. Aber auch einige Tacklings sehr, sehr hart. Die möchte ich jetzt auch nicht gehabt haben. Ja, ich glaube nicht mal, wenn Upa den Ball hat, darf er so frei laufen und schießen. Also diese kurzen Hosen waren schon legendär, wenn man die Videos von damals sieht. Fast alle die gleiche Schuhfarbe und die Tore sehen ganz anders aus. Und so gefühlt so ein bisschen mehr Freestyle. Ich würde sagen, im Finale kommt es meist auf die Mentalität an, dass du an dem Tag auf deiner Höhe bist, weil natürlich viel die Nerven mitspielen, der Druck. Klar, beide Mannschaften können einiges, deswegen würde ich sagen, dass sehr viel darauf ankommt, wie der Kopf eingestellt ist. Und ja, diese Mentalität, denke ich, wurde da auch geboren, hier in dem Verein. Ja, von Gerd Müller hört man von jedem, also Tiger hat, also Hermann Gerland, immer von ihm geredet. Manchmal sieht es sehr ungestüm aus, wie er die Tore macht, aber er macht halt immer ein Tor, irgendwie. Für das, dass er so klein war, auch viele Kopfballtore. Man hat das Gefühl, es wird ein bisschen dynamischer und technischer. Also gerade jetzt da wie von Rummenigge die Körpertäuschung oder hier so ein Vollrückzieher, da hat man schon das Gefühl, dass es athletischer wird. Also jetzt so wie das da aussieht, jetzt gerade bei Kalle Rummenigge auch, glaube ich schon, dass die auch heute noch ihre Qualitäten einbringen könnten. Ich weiß jetzt nicht, wie es damals war, aber das sieht da auch schon recht schnell und dynamisch aus, muss ich sagen, wenn da mal einer tief sprintet. Finde ich, sieht schon ein bisschen flüssiger aus. Ich würde sagen, der größte Unterschied zu heute ist, dass man wahrscheinlich mehr den Raum verteidigt erstmal und dann den Mann und dass damals der Ballführer die meiste Aufmerksamkeit bekommen hatte. Aber da sieht es schon deutlich flüssiger aus. Wir haben alle gleich gejubelt. Alle einfach so in die Luft gesprungen beim Rennen. Das war's. Da waren sie noch nicht so kreativ. Aber Frisuren waren top. Ja, es ist schon emotional dann, wenn man sieht, wie viel an so einem Spiel hängt oder wie viele Menschen sich da auch was überlegen, um die Emotionen auf den Platz zu bringen. Man merkt dann schon, dass es was Besonderes ist, nicht nur für uns Spieler, sondern auch für alle drumherum im Stadion, in der Stadt, für alle Fans, für alle Verantwortlichen. Und gerade mit so einer Choreo spürt man natürlich, dass man jetzt nicht alleine auf dem Platz steht und für seine Farben kämpft, sondern dass da auch viele Leute hinter einem stehen. Finals sind schon sehr speziell. Also es kann schon lange verkrampft sein, wenn nicht früh was passiert. Sowas tut eigentlich einem Finale dann immer gut, dass dann eben
eine Mannschaft kommen muss. Wenn es jetzt lange unentschieden steht, dann ist es natürlich schon so, dass man das Gefühl hat, okay, keinen Fehler machen und jeder so ein bisschen auf Fehlervermeidung aus ist. Gerade wenn man jetzt einen Titan sieht oder da einen Pratzo, einen Effe, da war schon, glaube ich, viel Mentalität in der Mannschaft. Und das hat, glaube ich, Bayern schon immer ausgestrahlt. Die Bayern! Die Bayern! Zum einen willst du natürlich immer gewinnen, zum anderen hasst man es zu verlieren. Und es ist auch so, dass man es auch hasst, wenn der Gegner gewinnt. Dementsprechend ist das reine Gewinnen nicht das Einzige, was einen antreibt, sondern auch andere Faktoren, die das nochmal so ein bisschen potenzieren. Ich war schon zu Hause in Stuttgart gewesen und habe es dort geschaut vor dem Fernseher mit meinen Eltern. Ich habe David damals kennengelernt, so um den Dreh rum in diesem Jahr. Und schon krass, dass er da natürlich schon so ein Stammspieler war. Und so viel älter wie ich ist er jetzt auch nicht. Der Widerstand, den sie geleistet haben nach dem verlorenen Finale, dass sie dann über die neue Saison wieder so einen Spirit entwickelt haben. Auch in dem Sinne, wir sind diesmal unschlagbar und wir holen uns das Ding. Die Szene, ich meine, die sieht man jeden Spieltag im Stadion oder wann auch immer es in Bayern geht. Deswegen, ja, sehr schöne Geschichte. Ich habe mit allen noch zusammengespielt für ein Jahr. Könnt mir nur vorstellen, wie geil der Moment gewesen sein muss, da das Siegtor zu schießen. Das ist natürlich schon schade jetzt, wenn man das so sieht, dass da keine Fans sind. Mit Fans ist natürlich schon nochmal alles etwas emotionaler. Klar, dass man nicht so raus kann zu den Fans in die Kurve und vor allem auch die Tage danach, war natürlich sehr schade. Ja, nicht nur in dem Spiel, also auch schon im Halbfinale hat er schon überragend gehalten. Vergisst man oft, aber gerade auch im Finale war Manu schon top, muss man sagen. Ja, oh mein Gott, das sind Dinge, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich sag, ohne Manu hätten wir das, glaube ich, nicht gewonnen, das Ding. Ja, das vergisst man oft im Nachhinein. Ja, also wir waren schon sehr gut und ich glaube auch verdient das Turnier gewonnen, aber wir hatten auch phasenweise Glück. Also im Finale, aber auch im Halbfinale. Kimmich, der ist gut und der ist drin! Die Bayern führen! Hat er gut gemacht, unser King. Hat ihn zur Legende gemacht. Das Feeling war schon sehr intens, ne? Also wir hatten da echt einen guten Zusammenhalt mit der Mannschaft. Jeder war dabei. Wir sind auch natürlich, glaube ich, über die Zeit, wo wir in Portugal waren, was waren das, 3 Wochen oder so? 2, 3 Wochen schon gut zusammengewachsen auch, weil wir jeden Tag aufeinander waren und nur mit uns, ohne Familie. Wir hatten da echt einen Spirit, wo wir sehr positiv waren, dass uns da eigentlich keiner schlägt. So gefühlt so ein richtiger Flow, den wir gehabt haben über die Spiele. Was immer zusammenschweißt, ist Erfolg. Also wenn du Spiele gemeinsam gewinnst, dann schweißt sich das schon zusammen und dann entsteht schon eine gewisse Dynamik. Dann fällt es auch einfacher, dass der eine für den anderen läuft und alle zusammen und man eine Einheit ist. Ich glaube, das eine bedingt immer so ein bisschen das andere. Klar, wenn du dann eine Truppe bist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du erfolgreicher bist. Aber ich glaube trotzdem, dass erst wenn du zusammen Erfolge feierst, dass es dich dann auch enger zusammenbringt. Ich glaube, so ein Riesenerfolg schweißt einen schon wahrscheinlich weit über die Karriere hinaus zusammen, da man diese eine Erinnerung zusammen teilt und es ja auch so ein besonderer Moment war. Ich glaube, es geht vielen so, die so einen Pokal gewonnen haben.